Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein ThinkPad L15 Gen 3 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellbezeichnung findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite, genau hier oder auch hier unten. Ja, und mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach geht. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man auch einzeln tauschen. Und zwar muss man dafür nur diese beiden Schrauben hier lösen. Und die bleiben auch im Gehäuse, wie alle Schrauben hier übrigens. Also die werden wirklich nur gelockert. Und damit gibt man dann die Tastatur quasi frei. Und dann kann man die von hier einfach also nach hinten schieben und dann so quasi hier lösen. Und bei den Kabeln hier ist es so, muss man ein bisschen aufpassen, nicht einfach dran ziehen. Das sind Kippschalter, das heißt, die klappt man erst nach oben hin auf. Sind die schwer. Genau. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Bei dem anderen natürlich genauso. Und beim Wiederverbinden eigentlich immer nur schauen, dass das Kabel wirklich wieder richtig drin sitzt. Bis zu dieser Linie hier. Bis dahin wieder reinfriemeln. Genau. Stecker zu. Und dann kann man die Tastatur, die neue quasi genau in umgekehrter Reihenfolge so wieder einbauen. Da einfach nur schauen, dass die wirklich press sitzt und dass hier vorne auch alle Nasen wirklich wieder unter das Gerät kommen und da richtig drunter sitzen. Und ja, Tastaturtausch eben super einfach hier. Das Touchpad kann man auch einzeln tauschen, dazu dann aber später mehr. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lockern. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Die bleiben also im Gehäuse. Aber man muss trotzdem schauen, dass die alle ordentlich gelockert sind. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Und ja, im Allgemeinen benutze ich hier ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinsetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Habe ich mir hier jetzt schon mal zurechtgelegt. Ja, und dann nimmt man für die Kreuzschrauben als Aufsatz hier einfach ein PH0. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen. Bevor man jetzt dran geht und die Unterseite löst, eine wichtige Sache hier, und zwar muss man den SIM-Kartenhalter, der hier drüben sitzt, unbedingt vorher rausmachen, weil der sonst nämlich abbrechen kann. Und da kann man jetzt entweder einfach eine dünne Büroklammer nehmen oder, ich meine, hier gibt es auch einen Aufsatz dafür, ja genau. Aber ja, mit einer Büroklammer oder so geht das genauso gut. Ah ja, so. Genau. Und dann zieht man den hier einfach raus. Und um die Unterseite dann abzuhebeln, zeige ich euch mal kurz, wo die Verbindungslinie zwischen Gerät und Unterseite verläuft. Und zwar hier kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, und so läuft die dann einmal um das Gerät herum. Und ich benutze jetzt hier zum Öffnen einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und versuche im Grunde genommen erstmal einfach, ich fange jetzt hier auf der Rückseite an, zwischen Gerät und Unterseite eine Lücke zu schaffen, da irgendwo reinzukommen. Das geht mal besser und mal schlechter. Wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, geht es allgemein auch immer ein bisschen schwerer. Wenn es irgendwo mal gar nicht geht, einfach an einer Stelle anfangen. Auch an der Seite oder vorne kann man anfangen. Aber im Grunde genommen, ja, arbeitet man sich jetzt so in dieser Technik um das Gerät herum.
Und da einfach nur nicht mit Gewalt. Auch das laute Knacken ist normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Da braucht man also keine Angst haben. Da macht man im Normalfall nichts kaputt. Und dann kommt man meistens auch schon mit den Händen drunter. Ups. Und kann das vom Gerät eigentlich abhebeln. Wie gesagt, wenn das ein bisschen schwerer geht, einfach in der gleichen Technik weitermachen. Auch vorne vielleicht noch, je nachdem, ob es notwendig ist. Irgendwann hat man dann die Unterseite in der Hand. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir hier das Kabel und die Verbindung. Und dann kann man den Stecker hier einfach am Kabelbund fassen und rausziehen. Und ist so auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass der RAM hier unter einer Abdeckung ist. Das sind 2 Slots, da ist jetzt nur einer belegt. Die SSD auch hier unter einer Abdeckung zu finden, gut verklebt, ist hier. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD und hier geht auch nur eine verkürzte SSD. Also eine normale M2 im Langformat passt hier gar nicht rein. Dann haben wir hier noch das WLAN-Modul. Hier wäre noch Platz für ein LTE-Modul oder vielleicht ist da bei eurem Gerät auch eins verbaut. Hier läuft übrigens die CMOS-Batterie zum Mainboard. Das heißt, die muss ja irgendwo unter dem Akku sitzen. Und dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink. Und ja, also auch dieses Board hier drüben zum Beispiel könnte man auch einzeln tauschen. Und dieses Board hier unter dem Lüfter, das gibt's auch einzeln. Um den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben, die sind auch alle mit M2 bezeichnet, rausnehmen. Und sobald alle Schrauben raus sind, kann man den Akku dann einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier noch so ein bisschen eingehängt, das aber zeige ich euch dann später auch noch mal. Und ja, so kann man den eben auch gegebenenfalls tauschen. Genau, so unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und da ist es so, dieses Kabel hier, das ist so ein bisschen aufgeklebt. Und dann sind unter dieser Abdeckung hier jeweils Schrauben. Und zwar haben wir einmal 3 Schrauben hier. Und auch an der Seite hier sind noch Schrauben. Und ja, sobald man die alle raus hat, kommt man an das Touchpad ran. Beim Kabel ist es so, das ist die gleiche Steckverbindung, wie ich vorhin auch bei der Tastatur schon gezeigt habe. Also ein Kippschalter erst nach oben hin aufklappen. Das gibt das Kabel frei. Und ja, beim Wiederverbinden auch hier einfach schauen, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Und dann hat man so auch das Touchpad relativ schnell getauscht. Hier ist übrigens auch noch die CMOS-Batterie, die ist hier in dem Fall nur aufgeklebt und läuft hier zum Mainboard. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Immer gleich aufgebaut. Der wird nur von diesen silbernen Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen zur Seite zieht, springt er einem förmlich schon entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so super einfach tauschen oder auch nachrüsten. Und beim Einbau ist es so, der passt auch nur in eine Richtung rein. Also so würde der gar nicht gehen. Und dann kommt er einfach wieder in den Slot zurück und wird so nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, die SSD ist genauso einfach. Die wird in dem Fall nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man die SSD so ein bisschen nach hinten aus dem Slot ziehen. Ah, da sehe ich gerade, da ist noch eine zweite Schraube für die Halterung. Alles klar, also muss man die natürlich auch rausnehmen. So, genau. Und dann sieht man hier die eigentliche SSD. Und die kann man jetzt so ganz leicht nach oben hebeln, nicht zu viel. Und aus dem Slot ziehen, die klebt hier einfach ein bisschen auf dem Kühlstreifen. Und ja, so eben auch tauschen. Das gleiche Prinzip wie beim RAM übrigens. Also die passt nur in eine Richtung rein. So würde die nicht gehen. Dann macht man die einfach wieder zurück. Bis ganz nach hinten sieht man aber auch hier schön, dass die passt. Dann kommt nur noch die Halterung wieder drauf. Muss verschraubt werden. Und ja, so schnell hat man das Ganze hier erledigt. Beim Lüfter ist es hier so, den kann man tatsächlich einzeln tauschen. Der ist aber so verschraubt, dass hier zum Beispiel unter dem Heatsink eine Schraube sitzt. Das heißt, man kommt nicht drum herum, den Heatsink komplett abzubauen. Das heißt, diese 4 Schrauben hier müssen raus, die sind auch nummeriert.
Und ich glaube auch diese Abdeckung hier auch raus. Und dann kann man quasi den Heatsink entfernen und kommt so an alle 3 Schrauben von dem Lüfter dran. Und dann sehen wir hier noch das Kabel. Das kann man einfach in die Richtung rausziehen. Dann kann man den Lüfter tauschen, verschrauben und dann kommt der Heatsink wieder drauf. Schauen, dass die Kühlpaste noch gut ist oder ob man dann vielleicht neue braucht. Aber ja, das ist jetzt in dem Fall tatsächlich die einzige Möglichkeit, um hier an den Lüfter ranzukommen. Gut, Akkueinbau auch super einfach. Der wird hier vorne so ein bisschen eingehängt, sitzt aber einfach auch direkt schon in der richtigen Position. Und ja, also da gibt's gar nichts weiter zu beachten. Muss dann nur wieder verschraubt werden. Und ganz, ganz wichtig, nicht vergessen am Ende auch den Akku wieder zu verbinden, dass das Gerät auch wieder Strom bekommt. Sonst muss man den ganzen Kladderadatsch nochmal aufmachen. Und ja, und dann kann man eigentlich auch die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach wieder von oben gerade auf das Gerät und drückt die nach unten hin fest zu. Und da kann man auch wirklich fest drücken, dass alles hier wieder einrastet. Ich gehe am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke ist oder eine Öffnung zu sehen ist. Das wird oft auch von den Schrauben gehalten. Aber auf jeden Fall trotzdem schauen, dass alles verschlossen ist. Und ja, dann muss man das Gerät nur wieder festziehen und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.